360-Grad-Videos wie hier aus der Anti-Gravity A1 sind ja immer irgendwie ein Kompromiss. Ich finde schon gut, was da rauskommt. Aber mit ein paar Klicks im Anti-Gravity Studio oder auch hier in der Anti-Gravity App kann man noch ein bisschen mehr aus den Videos rausholen. Wie das geht, das zeigt er heute. Ich glaube, 360 Grad ist langsam bekannt. Die Drohne, die nimmt eine komplette 360-Grad-Kugel um sich rum auf. Also man kann überall hingucken, in 8K die ganze Kugel. Und aus dieser Kugel schneidet man dann einen Ausschnitt raus, so dass es aussieht, als würde es aus einer normalen Drohne kommen. Das hat viele Vorteile, auf die will ich heute gar nicht eingehen. Ich habe ja schon zahlreiche Videos zur Drohne gemacht, unsere 360-Grad-Kameras generell, wo ich das erkläre, aber halt auch ein paar Nachteile. Man verliert natürlich Auflösung. Wie gesagt, die ganze Kugel hat 8K und dann schneidet man nur ein kleines Teil raus, hat man eben weniger Auflösung. Ich sage immer, 360-Grad-Videos sind nichts für Pixelpieper. Aber wie gesagt, man kann ein bisschen was rausholen, aber ein Wunder kann die Nachbearbeitung da natürlich auch nicht wirken. Deshalb am besten schon bei der Aufnahme aufpassen, dass alles stimmt. Ich nehme hier immer mit 8K auf, das ist der Standardmodus. Eigentlich nehme ich generell im Standardmodus auf. Alles Automatik, Bitrate habe ich hoch. Das weiß ich nicht, ob das Standard ist oder nicht. Auf jeden Fall, das sind meine Einstellungen. Belichtungskorrektur 0, außer wenn ich im Schnee bin oder so, dann stellt man es ein bisschen hoch, aber generell einfach die Standardmodi. Damit aufnehmen, gucken, dass die Linsen sauber sind, gucken, dass du möglichst viel Licht hast, dann hast du schon das beste Ausgangsmaterial für gute Videos. Aber gucken wir uns die Bearbeitung an. Ich habe dazu 3 Videos vorbereitet. Einmal das hier, das habe ich in der Bleilochtalsperre aufgenommen. Dann das hier auf Teneriffa. Da hat man natürlich immer Licht ohne Ende, das ist super. Und das erst neulich bei meinem Vergleich mit der Insta360 X5, die steht hier, die sieht man hier auch. Da hatte ich halt mega Pech mit dem Wetter, guck mal. Da war noch blauer Himmel und dann kam auf einmal so eine dunkle Wolke und wie gesagt, wenig Licht ist für 360 Grad Kameras nicht so richtig der Bringer. Hier muss ich ganz kurz einhaken, sonst kommt die Frage in den Kommentaren warum habe ich hier solche orangenen Punkte und hier in dem Video von der Bleilochtalsperre nicht? Das sind die Keyframes. Wie gesagt, wir haben eine komplette 360 Grad Aufnahme und können eben überall rumgucken und mit den Keyframes bestimme ich, wo ich an der Stelle im Video hingucke. Also wenn ich jetzt hier einfach einen Keyframe mache und dann sage, ich möchte beispielsweise nach unten gucken. Dann gucken wir hier nach unten, so lange wie dieser Keyframe läuft. Setzen wir einfach nochmal einen neuen, machen hier weiter nach unten, da sind wir noch nach unten. Und dann können wir sagen, jetzt wollen wir hier hochgucken. Schieben einfach das Bild hoch, sagen wir wollen dahin gucken und machen dann hier einen Keyframe. Das können wir uns einfach durchlaufen lassen, dann sehen wir das. Wir gucken hier nach unten und schwenken dann nach oben. Und das Coole, wir können jetzt einfach alles hier wieder zurück machen. Das Coole, wir haben ja die 360 Grad Aufnahme, das heißt, wir könnten auch wo ganz anders hingucken. Mit der gleichen Aufnahme können wir sagen, wir wollen jetzt nach hinten gucken. So, gucken wir hier ein Stück nach hinten. So, und dann wollen wir jetzt hier, sagen wir von hier, wollen wir jetzt nach vorne durchdrehen, können wir jetzt unten rum durchdrehen, zumindest so auf den Kopf. Haben wir einen neuen Keyframe und den können wir dann uns wieder gerade hindrehen. Das ist eben das Coole an einer 360 Grad Aufnahme, dass man eben überall hingucken kann. Also das ist der Vorteil einer 360 Grad Aufnahme. Du hast gesehen, wirklich super cool. Aber gucken wir mal, was wir da rausholen können. Fangen wir bei dem hier an, Bleilochtalsperre. Relativ einfach eigentlich. Man geht hier auf dieses Puzzlestück und guckt erstmal, was man am Stitching eingestellt hat. Stitching braucht man, weil man eben hier oben und hier unten eine Linse hat und diese 2 Bilder, also da werden 2 Bilder generiert und diese 2 Bilder müssen eben zusammengesetzt werden. Und hier habe ich ein schönes Beispiel, wenn man hier guckt beim Stitching, weil hier habe ich sogar es gibt verschiedene Möglichkeiten, KI-Stitching, Optical Flow oder dynamisches Stitching. Und wenn man hier guckt, jetzt bin ich natürlich super nah dran. Wie gesagt, je mehr man rausschneidet, desto mehr Qualität verliert man. Also nur mal zum Verständnis, das hier war die komplette 360 Grad Aufnahme. Und das eben in 8K. Und wenn ich hier jetzt weiter reinzoome, geht eben immer mehr Auflösung verloren. Generell zoomen ist nichts für 360 Grad Aufnahmen, egal ob Drohne oder normale Kamera. Und wenn man hier guckt, da wackelt so ein bisschen die Landschaft bei dem Stitching. Wenn ich es mal laufen lasse. Hast gesehen, so ganz leicht hier. Und deshalb müsste man hier so ein bisschen durchprobieren. Jetzt geht der Lüfter an. Mal gucken, ob man das nachher im Ton hört. Hier hat es wieder gewackelt. Und da klicke ich dann immer durch und gucke, was einfach so die beste Stitching-Möglichkeit ist. Das ist jetzt gerade eigentlich ein extremes Beispiel, weil in der Regel, wenn etwas weit entfernt ist, siehst du gar keine Unterschiede. Hier war tatsächlich das Beste. Wollte ich dir nur gezeigt haben, dass man hier rumprobieren kann. Du kannst auch hier das Stitching kalibrieren. Machen wir mal, was passiert. Guck mal, hier hat es jetzt übereinander gelegt. Das war also gar nichts. Setz mal wieder zurück. Und du kannst auch hier irgendwie den Fusionswinkel einstellen. Da
sieht man so einen leichten Unterschied, aber nee, eigentlich sieht man doch minimal sieht man einen Unterschied, aber so richtig, das benutze ich nie. Chromatische Kalibrierung, das ist, dass die Lichtverhältnisse quasi, die Helligkeit der Linsen gegenseitig angepasst wird. Das ist einfach hier mal angehakt, dann passt es schon. Dass man hier aus hat, kommt ganz, ganz selten vor. Standard ist KI-Stitching, das passt meistens auch. Wenn man das dann hat, geht man hier weiter zu diesem Filmstrip, wie auch immer das Teil heißt. Und hier haben wir verschiedene Dinge. Guck mal, das haben wir sogar schon an. Wollte ich dir eigentlich erst zeigen, was da geht. Man kann hier nämlich verschiedene Farbverbesserer machen. Also wie haben wir eigentlich das Video hier? Einfach so ohne Keyframes. Ja, einfach so ohne Keyframes. Das passt auch schon. Zum einen haben wir Color Plus. Du hast gesehen, wird gleich besser einmal anklicken. Die Farbe werden gleich ein bisschen besser, ein bisschen frischer, ein bisschen freundlicher, ein bisschen kontrastreicher. Deshalb, das ist der absolute Geheimtipp. Dieses Teil anklicken. Perfekt. So können wir es eigentlich schon lassen. Oder überleg mal, guck, so sah es vorher aus und so sah es nachher aus. Wobei es halt da hinten schon ein bisschen mega kontrastig wird. Andere Sache wäre Klarheit Plus. Nee, doch auch Plus. Das wird, Klarheit sind ja eigentlich so Mikrokontraste, wobei hier vorne ändert sich gar nichts und da hinten so ein bisschen was bringt's. Also, ja, muss man ausprobieren. Man kann allerdings nur eins von beidem machen. Color Plus oder Klarheit Plus. Und dann gibt's hier noch das Einstellen. Machen wir mal beide aus da oben, dass man sieht, was wir hier unten machen. Klar, Belichtung, hell, dunkel, Highlight sind eben die Lichter hochziehen, Schatten hoch oder runterziehen, Kontrast, das ist halt quasi die Spreizung zwischen den Schatten und den Lichtern. Dann generell die Helligkeit. Schwarzpunkt ist ein bisschen lustig, weil wenn man links schiebt, wird's heller, wenn man rechts schiebt, wird's dunkler. Sättigung kann man voll reinhauen. Dynamik, so eine ähnliche Geschichte wie Sättigung. Farbtemperatur, wärmer, kälter. Und dann die Tönung, mehr Magenta oder eben so mehr ins Grünliche. Und man kann auch noch schärfen. Und du siehst, ich habe das Bild ganz schön verändert, wenn man bedenkt, es sah mal so aus und nur durch hier rumschieben haben wir das gemacht. Und das ist alles im Insta360 Studio. Aber setzen wir uns mal zurück, weil so wollen wir es ja auch nicht. Was ich immer mache, ich ziehe die Schatten ein kleines bisschen runter. Helligkeit muss ich gucken, manchmal macht man das ein bisschen höher. In dem Fall ja, kann man es eigentlich lassen. Und dann vor allem den Schwarzpunkt, der bringt schon deutlich mehr Kontrast. Und jetzt guckt zu vorher, nachher, wie viel das schon gebracht hat. Die paar Regler. Dann ziehe ich immer die Dynamik ein bisschen hoch und Sättigung vielleicht. Ja, in dem Fall passt es ganz gut. Ich mag es auch immer ein bisschen wärmer, nur ganz leicht. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht zu viel macht. Und ja, eher so Sonnenuntergang-mäßig würde ich das hochziehen. So, das lassen wir. Schärfe lasse ich unangetastet. Das war's dann eigentlich auch schon. Guck, von so zu so, ganz einfach. Jetzt können wir noch Klarheit Plus machen, gucken, ob das irgendwas bringt. Oder Color Plus. Ja, lassen wir es mal. Das ist also vorher, nachher. Also man muss wirklich nicht viel machen. Das Ganze kannst du übrigens auch im Projekt machen. Gehen wir mal in ein Projekt rein. Ach, ich habe hier sogar schon eins auf. Gut, dann ziehen wir das hier rein. Das ist ja genau das. Und hier gibt's hier bei Bildverbesserung, heißt es wahrscheinlich, hast du genau die gleichen Regler. Klarheit, Einstellungen und Color Plus. Also kannst du genauso machen wie auch unter Medien. Projekt hat halt den Vorteil, dass du die Videos besser schneiden kannst. Du kannst hier vorne hinten was wegmachen. Du kannst auch zwischendrin schneiden. Und du könntest auch mehrere Videos miteinander verbinden. Also es ist ein kompletter Videoeditor, ein kleiner. Zusätzlich kannst du hier oben auch noch Filter auswählen, die einfach auf den Clip ziehen und damit dann auch die Farben schon ein bisschen beeinflussen. Ich bin selber aber eigentlich immer nur bei Medien und schneiden dann in der Regel in Final Cut, manchmal auch in Filmora, die ganze Geschichte richtig zusammen. Gehen wir gleich weiter. Nächstes Beispiel, das hier war Teneriffa. Ah ja, da muss ich unbedingt mal wieder hin. Auch hier, gleiches Beispiel oder gleiches Spiel. Es sieht doch alles ein bisschen flau aus. Gut, klar, direkt gegen die Sonne. Sieht alles ein bisschen flau aus. Und wenn wir jetzt einfach hier wieder auf dieses Teil hier klicken, machen wir hier die Schatten ein kleines bisschen runter und vor allem den Schwarzpunkt ein bisschen runter. Ein bisschen Dynamik rein, ein bisschen die Sättigung rein und vor allem hier können wir es auch deutlich wärmer machen. Auf Teneriffa haben wir ja die Felsen. Dann haben wir auch schon ein ganz, ganz anderes Bild. Wenn wir uns das angucken, das sieht doch gleich viel knackiger aus, hat irgendwie, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, im Vergleich zu so. Gucken wir noch, was Color Plus hier bringt oder was hier Klarheit bringt. Einfach mal durchklicken. Guck, das bringt immer da hinten was. In dem Fall finde ich es gar nicht so schlecht. Die Klarheit-Geschichte. Ja, lassen wir mal an.
Hier ist jetzt auch schon den Vorher-Nachher-Vergleich und es war ja jetzt wirklich nicht viel, was man da gemacht hat. Wir müssen gar nicht drüber reden, machen wir lieber beim nächsten Beispiel weiter und das ist halt echt, das ist eine harte Nummer. Wie gesagt, da kam das Wetter auf einmal oder kam die Wolke auf einmal und war nicht mehr schön. Aber auch da kann man ein bisschen was retten. Stitching lassen wir jetzt einfach mal, das habe ich dir vorher schon erklärt. Wir gehen einfach direkt hier rein und gucken, was Color Plus macht. Okay, ach, da habe ich, guck mal, schon richtig reingezogen. Eigentlich ist da 20 der Standard, wenn wir hier auf zurücksetzen. Ne, 30 ist der Standard, okay. Und da hatte ich richtig reingezogen schon. Und dann einstellen habe ich hier schon einiges gemacht. Einfach nur, dass du mal siehst, was man da alles machen kann. Wobei, wenn du es jetzt so anguckst, finde ich die Sättigung doch ein bisschen zu hoch oder vielleicht auch die Dynamik. Also dieses Grün finde ich ein bisschen zu hoch, aber so ist es doch auch nicht schlecht. Also von so, oder vielmehr von so ganz flau kann man doch noch, hier, so kann man doch noch einiges rausholen. Auch hier nochmal der rausgerenderte Vorher-Nachher-Vergleich. In der Zwischenzeit habe ich aufs Tablet umgebaut mit der Anti-Gravity App. Da habe ich schon das Video von der Bleiloch-Talsperre drin. Machen wir mal auf und dann klicke ich immer, das ist der Witz, also beim Tablet führen echt viele Wege nach Rom, um diese Sachen einzustellen. Ich klicke immer auf diesen Keyframe, ja, neuer Entwurf, ich habe da schon rumgemacht und dann nehmen wir einfach hier, ja, schlussendlich ist egal. Wir klicken diesen Clip an und gehen dann hier auf Farbe. Und da haben wir genauso Color Plus, wie man das, einschalten muss man es, wie wir das auch vom Studio kennen. Dann haben wir, gehen wir hier mal zurück. Dann haben wir hier Filter, machen wir gleich noch. Wir haben Klarheit Plus, wie wir es vom Studio kennen, genau gleich. Und wir haben Einstellungen, auch wie wir es vom Studio können, also Helligkeit, genau gleich, doch wird heller. Wird es heller? Doch, wird heller, genauso. Das heißt aber Highlight, nicht Helligkeit. Helligkeit ist hier kein Wunder. Ja, wer lesen kann, ist klein Vorteil. Und das richtig Coole ist, wir haben Filter. Entweder hier oben ranklicken oder hier direkt Filter auswählen. Und dann kannst du auf deine Videos direkt schon verschiedene Filter drauflegen. Und guck mal, da gibt's jede Menge. Und damit kannst du natürlich auch schon mal anfangen, das irgendwie passender zu machen. Gibt sogar für Nachtszenen irgendwelche Filter. Sowas gefällt mir ja tagsüber tatsächlich. Das gefällt mir gut. Du kannst hier dann auch noch einstellen, wie stark oder wie weniger stark der Filter wirken soll. So, haben wir hier ein bisschen weniger stark. Müssen wir überhaupt noch was einstellen. Haben wir Color Plus eingestellt. Color Plus machen wir noch so. Oh ja, so lassen wir es einfach. Auch hier ein Vorher-Nachher-Vergleich. Ist vielleicht ein bisschen heftig geworden, aber es war ja nur schnell die Regler hin und her geschubst. Und schon wieder zurückgebaut. Ich selber bin halt einfach viel, viel lieber im Studio unterwegs. Ich habe auch das eine Video schon exportiert. Einfach hier oben Export klicken. Und ich nehme immer hier volle Lotte 200 Megabit, obwohl es wahrscheinlich gar nichts bringt. Oder sogar ProRes LT. Dann werden die Daten, guck, hier steht, wie groß die Daten werden es halt noch größer. Aber es wird halt qualitätstechnisch noch weniger komprimiert. Du kannst sogar auf komplett ProRes gehen, dann wird es noch größer. Mache ich aber nicht. Jetzt H265 wären jetzt ja hier 364 und ProRes LT schon das Doppelte. Also schon krass. Je nachdem. Ich bilde mir ein, es bringt ein bisschen was. Deshalb mache ich es manchmal. Was man da noch machen kann, weil wenn man sich das Video jetzt anguckt, ich habe das hier, dann rauscht es gerade hier im See und so ein bisschen. Deshalb habe ich den AIRT Video Enhancer, wenn man es da reinzieht, kann man das Video noch weiter verbessern. Man könnte sich jetzt hier ein Standbild anzeigen lassen. Die beste Qualität ist das Super Video. Da kann man leider nur mal 2 machen, auch nicht mal 1. Keine Ahnung warum. Wenn man jetzt ein Standbild generieren lässt, dauert das schon eine Weile. Auch vom Standbild kann man bei Videos eigentlich gar nicht drauf schließen, wie dann das fertige Video aussieht. Deshalb würde ich sagen, wir drücken einfach mal auf aktuelles Exportieren. Wir haben ja gar nichts anderes. Super Video haben wir eingestellt. Gut, mehr brauchen wir nicht. Was man hier machen könnte, weil ich finde, der Video Enhancer, der macht das Bild immer ein bisschen flauer. Guck mal, sieht man schon hier, wenn wir hier das Original haben und hier das, man sieht doch ein bisschen einen Unterschied, dass das ein bisschen weniger Rauschen geworden ist. Also ich finde, er macht das Bild einfach immer ein bisschen weniger flauer und ein bisschen, nicht weniger flauer, ein bisschen flauer. Deshalb muss man hier, wo haben wir denn hier Sättigung? Hier die Sättigung ein kleines bisschen reinziehen, dass es hinten dann wieder stimmt. Und jetzt drücke ich einfach mal aktuelles Exportieren. Das dauert leider brutal lang. Jetzt müssen wir einfach warten und dann können wir uns den Unterschied angucken. Das hat eine halbe Stunde gedauert für 14 Sekunden Video. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht zu viel Kaffee trinkt in der Zeit. Aber gucken wir uns das erstmal an. Links das Original und rechts die Version, die durch den AIRT Video Enhancer gelaufen ist.
Also ich finde, das hat schon was gebracht. Eine Alternative wäre natürlich Topaz Video AI oder wie das heißt, außer das ein Abo ist, habe ich das nicht mehr. Da kannst du dann auch so ein Cloud-Rendering machen, kostet natürlich nochmal irgendwie extra Credits, aber das geht dann deutlich schneller. Nur was mir überhaupt nicht gefällt, dieses Geflimmer hier im See zum Beispiel. Das ist durch AI-Arti zwar besser geworden, aber bei weitem noch nicht perfekt. Was ich deshalb manchmal mache, ich ziehe einen Gaußschen Weichzeichner drauf. Das sieht dann erstmal ganz krass aus, aber ich stelle den auf 1. Dann ist das Bild schon ein bisschen weicher, aber man hat ein bisschen von diesem Flimmern raus. Und wenn man jetzt guckt, das ursprüngliche Video, wie es aus der Drohne kam, auf der linken Seite und rechts unser fertiges Video, nur indem wir ein paar Regler hin und her geschubst haben im Anti-Gravity Studio und eben die AI-Arti-Geschichte. Also man kann bei der Nachbearbeitung auch noch ein bisschen was machen oder einiges machen. Generell einfach ein bisschen den Kontrast erhöhen, indem man einen Schwarzpunkt runterzieht, mehr Sättigung rein. Das ist schon der absolute Hauptgewinn. Wie machst du das? Bin auf deinen Kommentar gespannt. Unten drunter natürlich kommentieren. Ich verlinke dir unten drunter auch alles. Hier gibt's weitere Videos zur Anti-Gravity A1. Hier gibt's mein letztes Video. Abo nicht vergessen, Daumen hoch. Du kennst die ganze Geschichte. Man sieht sich. Ciao.